Herzlich willkommen zum weiteren Stadtupdate von Mopitown, meiner kleinen Lego- und Klemmbausteinstadt. Und wie der Titel schon verrät, waren wir heute ein bisschen frecher, sind ein bisschen ungewöhnlicher unterwegs, denn wir haben an der Stadtmauer mal wieder ein bisschen weiter gebaut. Wir haben hier die Stadtmauer erhöht mit einem Aufgang mit einem Abgang oder Aufgang zur Altstadt vom Café Corner aus hochwärts, und wir haben da hinten natürlich ein Tanzlokal für Erwachsene eingebaut. Die Tänzerinnen stehen schon vor der Tür. Ein sehr netter, gut situierter Mann unterhält sich mit einer der Damen. Ich glaube, der lädt die wahrscheinlich gerade schon mal zum Tanztee ein. Und dementsprechend denke ich mal, wird vielleicht seine Frau, sofern er verheiratet ist, not amused sein, wenn er hier ohne sie zum Tanztee geht. Vielleicht ist es auch die Dame, die schon beim Detektiv sitzt, weil sie etwas ahnt. Ja, ne? So kann es manchmal gehen. Ja, der Hotdog-Wagenverkäufer ist hier vorne auch, der Pantomime. Es scheint ein neuer Blockbuster hier ins Kino zu kommen. Werden wir mal schauen, was da demnächst so alles im Kino läuft. Gut, was haben wir noch gemacht? Nachdem ich euch gefragt habe, wo wir das Detectives Office hinstellen, habe ich es die Woche über öfters mal ausprobiert, einmal in die Altstadt zu stellen, einmal hier hoch, wieder hier runter zu stellen, einmal neben die Feuerwache zu stellen. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, hier gefällt es mir am besten, und ich denke auch, da werde ich es auch stehen lassen. Aber wie gesagt, da ist noch nichts in Stein gemeißelt. Das kann natürlich sich auch noch ändern. Ja, gerade so von der Ecke finde ich, das schaut schon irgendwie richtig cool aus, oder? Was meint ihr? So von der Ecke hier? Mir gefällt es richtig gut. Genau, wie schon in den letzten beiden Livestreams baue ich immer noch am Panlos Lunatic Hospital. Ein Teil mit knapp 7500 Teilen. Habe ich jetzt in den letzten zwei Livestreams mal aufgebaut. Baue da immer noch dran. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich die nächsten Steps auch in einem Livestream aufbauen soll. Oder ja, wenn es fertig ist, im Endeffekt dann in die Stadt integrieren soll und dann erst vorstellen. Ja, ich zeige euch mal den Baufortschritt. Soweit bin ich jetzt schon mit dem Lunatic Hospital. Und dann ja, könnt ihr dann mal in die Kommentare schreiben, ob ihr noch mal einen Livestream wollt. Oder ob ihr sagt, nee du Kai, wenn es fertig ist, stell es uns dann vor. Dann passt es auch. Okay, dann melde ich mich gleich wieder. So, da sind wir wieder mit dem fast Erdgeschoss des Lunatic Hospitals. Es ist echt ein wahnsinniger Klopper über zwei Baseplates, 32 x 32. Alles ist gefliest da drin. Ich zeige euch mal rein. Hier, so schaut es da drin aus. Auch sehr schön hier mit verschließbaren Zellen. Der Treppenaufgang, ein Scanner, Empfangsbereich. Ja, also das Ding hier ist schon wahnsinnig. Es baut sich auch wahnsinnig toll. Also ich muss sagen, Qualität der Steine, Klemmkraft, Verarbeitung richtig top. Kann da also echt nicht meckern. Bin begeistert wirklich von diesem Teil. Ich hatte echt am Anfang Angst, so naja, ich weiß nicht, was mich da erwarten mag. Klar, wenn man die Tüten sieht, und die Baufortschritte oder die Bausteps halt in der Bauanleitung, dann ist es natürlich schon hier so, da ist nicht nur mal so ein Teil, das man da irgendwie reinstellen muss, sondern ja, das sind halt einfach mal, ja, verbauen Sie 200 Fliesen und das war's. Aber wie gesagt, Bauanleitung liest sich auch top. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil ja, wenn man es von Lego gewohnt ist, halt alles bunt ist, und hier ist es immer so, dass nur der Baustep farblich gekennzeichnet ist und der Rest ist dann halt so ausgegraut. Ja, also mir gefällt das richtig gut. Sogar die Toiletten sind mit eingebaut und das Bettchen. Kleiner Funfact: Unter dem Bett ist ein Messer. Ja, die Verrückten brauchen sowas.
Also wie gesagt, es ist wunderschön zu bauen. Mir gefällt es auch wunderschön, auch von außen die Fassade. Richtig, richtig top. Sehr schön. Gut, wie gesagt, schreibt in die Kommentare, ob ich die weiteren Bausteps in einem Livestream aufbauen soll oder ob wir es, ja, wenn es fertig ist, ein kleines Review machen vom Stadtupdate, damit ich so die einzelnen Steps dann zeige und dann wir entscheiden, wo wir es hinstellen. Könnt ihr euch jetzt schon auch mal überlegen, könnt ihr auch in die Kommentare schreiben, wo wir es denn hinstellen könnten. Also auf der einen Seite klar, irgendwo vielleicht oben in die Altstadt, irgendwie so links und rechts am Rand, so ein bisschen abseits. Oder halt dann, ja, ein wenig in den ländlicheren Bereich rein. Auch ebenfalls auf den Hügeln, muss mal gucken, wie es platzmäßig hier gibt. Und dann gucken wir weiter. Ja, für den ländlichen Bereich haben wir natürlich auch schon Sachen wieder bestellt. Ne? Ich habe mal ein bisschen geguckt. Ich habe hier mal so ein paar Tierchen und eine, wie nennt man die, Vogelscheuche schon mal organisiert. Teile sind bestellt und da werden wir dann demnächst auch anfangen, den ländlichen Bereich ein bisschen, also gerade hier, ich sag mal, Bauernhof möchte ich da halt, oder so eine Art kleinen Bauernhof mit einem kleinen Feld würde ich gerne machen. Und dann gucken wir mal. Es sind nicht die einzigen Tierchen. Also ich habe ja hier, na komm jetzt, dreh mit. Sorry, hier mein kleines Chaos. Also hier seht mal, das sind so die Bestellungen, die gerade ankommen. Ich habe hier jetzt so mal eine Riesenkiste mit allen möglichen Figuren, die man da mal so findet. Ja, da haben wir noch mal eine Baywatch-Tante. Ja, ein paar Pferdchen. Ja, Königspferd. Da haben wir sogar einen Dompteur. Den könnte man natürlich da hinten auch zu den Damen stellen. Ne? Ja, und dies, also wie gesagt, ein bisschen was ist hier. Ja, eine Batman Collection haben wir natürlich auch. Sorry, wollte ich jetzt nicht unbedingt zeigen. Gut, also wie gesagt, schreibt in die Kommentare, wo wir es eventuell, wenn es soweit ist, hinstellen könnten und ob ihr da einen Livestream haben wollt. Ja, gut. Was neben dem neben dem ländlichen Bereich kommt, wenn das Lunatic Hospital aufgebaut ist, das wird die Polizei sein. Und die Polizei baue ich wahrscheinlich genau hier hin. Hier würde die Polizei dann stehen. Und ich denke mal, das macht sich richtig gut. Straßenarbeiten werden jetzt demnächst auch wieder fortgeführt. Dementsprechend bleibt dran und folgt dem Ganzen. Freue mich natürlich, wenn euch das gefällt. Was sagt ihr eigentlich so zu den Straßen? Würdet ihr die anders machen oder was denkt ihr? Ich bin jetzt da einfach mal neugierig. Mir gefallen die Straßen so richtig gut, aber klar, ist nicht jedermanns Sache. Dementsprechend. Ja, hier oben haben wir auch noch eine Baustelle. Hier oben müssen wir ja noch den Vorplatz auch weitermachen. Also es sind ein paar Baustellen noch da. Mir geht die Arbeit bestimmt nicht aus. Ich muss halt immer gucken, wie es zeitlich hinhaut. Wie viel Zeit das ich habe. Und dann passt es. Kommen wir noch zu meinem Barbecue. Wie gesagt, letztes Mal ist schon der Timo von Dark Ages Over eingezogen. Die anderen kommen demnächst, so viel ich weiß. Auch da sind die Leute unterwegs. Manche haben eine längere Anfahrt, manche eine kürzere. Dementsprechend sind wir da gespannt, wer demnächst alles auftauchen wird. Ich weiß, dass Leute auftauchen und dass sie gerne hier sind. Ich komme demnächst auch selber dazu. Und dementsprechend sage ich mal, solltet ihr auch Bock haben hier auf die Barbecue Pool Party, die ist halt nun mal kein Kindergeburtstag, wie ihr seht, dann dürft ihr natürlich gerne auch euch melden und natürlich dann eure Figur zuschicken und dann seid ihr mit auf dieser Pool Party mit dabei. Genauso, wenn ihr sagt, ey du, komm du auch mal bei mir vorbei, sollte kein Thema sein. Wie gesagt, meine Figuren sind in der Mache, die kommen demnächst und sofern ich dann diese da habe, habe ich kein Problem, die dann euch zu schicken. Also, wie gesagt, solltet ihr Bock haben, bei mir auf der Poolparty mit dabei zu sein, einfach melden, einfach eine E-Mail schreiben oder in den Kommentaren rein, wie man euch erreichen kann und dann kriegen wir das schon zustande. So, dann sage ich mal, das war's mal wieder vom Stadtupdate für heute.
Ich schaue jetzt mal so lang, so lang wie es geht, dass ich mindestens am Wochenende, also einmal in der Woche, auf alle Fälle ein Video bringen kann. Aber ich werde natürlich versuchen, eventuell einmal Mittwoch eins zu bringen und einmal am Wochenende. Das am Mittwoch wird vielleicht eher ein kleineres Video sein, ein kürzeres Video. Und das am Wochenende sollte dann ein wenig länger werden. Aber ich verspreche es jetzt mal nicht so wirklich, nicht so richtig, weil ich weiß natürlich nie, wie es zeitlich ausgeht. Und dementsprechend wäre es natürlich schade, wenn ich sage, ich verspreche euch, es kommen 2 Videos in der Woche. Und dann kommt halt doch nur eins und ihr seid dann traurig. Ja. So, dann bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, als euch eine schöne Zeit zu wünschen. Wem die Videos gefallen, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr auch nichts mehr, dann seid ihr auch live dabei, sofern man von live bei YouTube sprechen kann. Wenn die Videos da sind, ihr werdet sofort benachrichtigt und so verpasst ihr nichts. Und genauso, wenn ihr tolle Ideen habt, was man eventuell noch in der Stadt ändern kann oder was ihr gerne in der Stadt sehen wollt, dann einfach rein in die Kommentare und dann freue ich mich natürlich auch, wenn ich sie beantworten darf. Dementsprechend allen einen schönen Tag, einen schönen Abend und eine gute Nacht. Bis denn. Servus.